Willkommen wieder zurück zu einem Update-Video. Wie immer, ich benutze die fraktale Methode, Erklärvideo, wie es funktioniert, was die Regeln sind, schmeiße ich euch wieder ans Ende des Videos. Gut, na dann springen wir rein in AMC. Und wie immer, wir reden hauptsächlich heute über, was wir letzte Woche gemacht haben, wie es für nächste Woche ausschaut, für das ganz große Update, wie das Fractal generell ausschaut, was meine Preisziele wären, kein finanzieller Advice, ob es in meiner Meinung nach ein Ein-Part- oder Zwei-Part-Squeeze werden könnte und so weiter und so fort, verlinke ich euch wieder das ganz große Video ans Ende. Gut, weil ich ja letzte Woche oder gestern schon angeteased habe, die super duper bullische Variante und auf die Homepage hochgeladen habe, fangen wir am besten gleich mit der an. Gut, kurz zur Erklärung. Ja? Beide Seiten sind natürlich AMC. Beide Seiten sind auf dem einstündigen Chart. Beide Seiten sind ohne After Hours, also nur die Stunden, während der Markt geöffnet ist. Und auch dazu gesagt, das ist eher die Variante, es schaut so aus. Ja? Mit Bars Pattern oder Bars Pattern. Ihr wisst, also wenn ihr mich schon länger schaut, ich hasse diese Variante eher, weil wenn man nur diese Variante nimmt, wird man einfahren. Ja? Seht ihr genug bei anderen Leuten, die nur Bars Pattern benutzen und 90% falsch liegen. Allerdings hier muss ich sagen, häufen sich langsam die Zufälle. Gut, fangen wir an. Linke Seite ist vom 5. Jänner 2021 bis zu unserem ersten Part Squeeze im Jänner 2027. Und rechte Seite, schwer zu übersehen, ist März 2026 bis letzten Donnerstag. Gut, was das hier ausmacht, ich meine, wir haben jetzt in den letzten Videos schon darüber geredet, dass wir eigentlich dieselben Gaps haben, ja? Was schon sehr interessant ist. Jetzt kommt noch dazu, diese rote Linie hier ist die 4 Stunden EMA und zwar auf 618 Kerzen eingestellt. 2021 haben wir an einem Dienstag und an einem Montag unter dieser geschlossen und sind am Mittwoch hinaufgesprungen. Genauso wie wir am Donnerstag unter dieser geschlossen haben. Ich meine, wir haben sie ganz leicht durchbrochen, aber wir haben unter ihr geschlossen. Zufall? Vielleicht. Noch dazu sind wir hier von einer kurzen Woche gekommen. Ja? Wenn man sich hier anschaut, hier der Freitag, der 15. Jänner, ja, das war genau hier. Ja? Der Montag ist ausgefallen. Ja? Feiertag, was auch immer. Ja? Dann sind wir eine ganze Woche, haben wir den Scheiß hier gemacht. Ja? Und die Woche darauf sind wir am Mittwoch gepiekt. Wir kommen jetzt gerade von einer kurzen Woche, weil Freitag ist frei. Nächster Zufall. Dann die Sache, die ich auch auf der Homepage schon gezeigt habe. Ja? Diese Endformation hier. Die letzte Formation, bevor wir gesprungen sind. Da gehen wir hier auf den 30-minütigen Chart. Oder 30-minütiger Chart. Und schauen uns diese Endformation hier an. Schaut ziemlich ident aus, würde ich sagen. Ja? Wir haben hier rauf, nachdem wir ziemlich stark gelaufen sind. Hier hatten wir zwar eine Gap, aber wir haben das bei SPY schon gesehen. Mit extremer Volatility würde ich sagen, könnte man sagen, dass diese Gap halt volatil im offenen Markt passiert ist. Haben hier ein Low gemacht, sind raufgelaufen zu einem höheren Low, sind runtergekommen und machen ein Lower High. Sind runtergekommen, Lower High. Die Formation, wie gesagt, es schaut so aus, Tracking. Ja? Aber kann man nicht wegreden, meiner Meinung nach. Ja? Nächstes kommt auch noch dazu. Hier sind wir bei 27, 28 Dollar gestanden. Ja, 2021. Hier stehen wir gerade bei 2,83 Dollar, 2,70 Dollar. Ja. Wir hatten allerdings einen Reverse Split und zwar ein 1:10. Nehmen wir diesen Reverse Split weg, sitzen wir auch hier bei 2,70 Dollar, 2,80 Dollar.
Könnte auch nur Zufall sein. Hm? Noch dazu kommt, ganz kurz aufpassen, weil jetzt wird der Bildschirm gleich weiß, ja, ist unser Dilution Chart. Ja. Selbes Ding. Weil ganz ehrlich, wenn man sich das hier anschaut, das hier ist von August 2020 bis Oktober 2021. Ja, seht ihr mal nochmal aus? Ja. Gut. Wir haben hier im Dezember diese große, also im Dezember 2020, diese große 200 Millionen Dilution angekündigt. Sind runtergefallen zu einem neuen Allzeitlow, dasselbe, was wir jetzt auch gemacht haben, und sind dann in diesen Uptrend raufgelaufen im Jänner, ja, mit 2 Gaps und mit der großen Gap da hinauf. Die 200 Millionen Dilution, die wir im Dezember angekündigt haben, haben wir an diesem Punkt hier, bevor wir diesen großen Jump gehabt haben, fertig gemacht. Also da war sie fertig. Da gab es die Ankündigung, die Dilution ist aus. Fertig. Ja. Wir haben jetzt auch diese Ankündigung gemacht, dass diese 150 Millionen, die ich mit diesen 200 Millionen gleichsetze, dass die fertig sind. Könnte auch nur Zufall sein. Jetzt kommt noch dazu, dass hier zur ungefähr gleichen Zeit eine neue Dilution angekündigt wurde für 50 Millionen Aktien. So, das Interessante an der Sache ist, dass wir hier eine spezielle Landmark haben. Darüber werden wir heute noch reden. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber hier bei 5,66, glaube ich, hat AMC, also wie man es am besten erklärt und am leichtesten, sie haben Schulden verkauft. Ja? Da ist so ähnlich wie die Warrants, ein bisschen anders, aber sie haben Schulden bei GameStop, Schulden verkauft. Wenn AMC 5,66 $ erreicht, ja, oder breakt, dann können die Käufer von diesen Schulden diese Schulden umwandeln in Aktien. AMC ist dann diese Schulden weg und diese Leute bekommen stattdessen Aktien. Ja. Einfach gesagt, es ist Dilution. Ja. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viel, ja. Aber die News für dieses bullische Szenario ist, wir springen hier hinauf. Das würde halt automatisch uns locker über 15, 20 oder was auch immer für Preistage wir haben, drüber schießen. Und ich garantiere euch, die News für diesen Sprung, ja, wäre natürlich, Retail killt die Shortsellers und sie müssen alle covern. Also die News kriegen wir 100%. Allerdings werden wir in dem Fall meiner Meinung nach auch die News bekommen, hey, AMC ist drüber und deswegen hat es extrem viel seiner Schulden abgebaut und das rechtfertigt den Squeeze. Und es würde mit dem Dilution Chart wieder zusammenpassen. Ja. Somit extrem viele Zufälle. Und die Sache ist halt, wenn das hier absolut richtig ist, ja, absolut, dann ist der Sprung Montag. Also in dem Fall, und ich hasse das zu sagen, habe ich hier keine Landmarks mehr left. Über. Ja. In dem Fall, wenn wir das wirklich 1:1 durchgehen wollen, dann wäre hier unser V, rauflaufen zum A, rauflaufen zum A, machen wir das ein bisschen größer, Pullback vom A, rauflaufen zu B, Pullback auf B, Pullback von B, laufen über B drüber. In dem Fall wäre das hier wirklich das. Und diese Sektion haben wir am Mittwoch und am Donnerstag hinter uns. Das bedeutet, das nächste ist der Sprung zum ersten Squeeze. Ja? Ich meine, ich bin eher einer der Meinung, dass wir einen Zweipart-Squeeze machen werden. Ja? Das bedeutet kein finanzieller Advice. Meine Ziele sind im großen Roadmap-Video. Ja, also ich würde sagen, irgendwas zwischen 70 und 180 ist drin. Ja, und den Rest des Jahres machen wir dann den Pullback und nächstes Jahr kommt der zweite Part. Oder wir machen einen Einpart-Squeeze. Bin ich absolut auch dafür. Ja. Aber für diese Variante ist nichts über. Ja, nichts. Gut, das sind alle positiven Sachen dazu. Jetzt schauen wir uns noch die Sachen, die ein bisschen dagegen sprechen, ab. Nummer 1,
Ähm, GameStop, für mich persönlich, wisst ihr, werden wir heute nicht zeigen, weil es hat sich nichts geändert am Donnerstag, ist meiner Meinung nach nicht bereit. Und es wäre das erste Mal seit 2021, dass EMC als erstes rennt ohne GameStop. Ja? Oder dass GameStop erst jetzt anfängt zu laufen und EMC der erste ist. Wäre das erste Mal. Unmöglich? Nein. Aber wie gesagt, wäre das erste Mal. Gut. Das nächste, was dagegen sprechen würde, ist, ihr seht, wir sind klarerweise langsamer, weil das zu diesem Ausbruch hier hat 21 Tage gedauert. Das bis zu diesem Ausbruch hat schon 100, nein, wie viel? Hat 185 Tage gedauert. Wir sind, bin ich jetzt ganz blöd? Ja, ich bin ganz blöd. Ja, 80 Tage. Ja, also mehr als das Doppelte. Deswegen, falls wir am Montag nicht laufen, ja, ist die 4 Stunden EME wurscht. Sage ich auch gleich dazu. Sie ist wurscht. Man muss halt auch dazu sagen, dass EMAs Lagging Indicator sind. Die EMAs sind nicht Fractal. Das hier kann wirklich einfach nur Zufall sein. Ja, sage ich nur dazu. Aber in dem Fall würde ich sagen, dass diese Sektion hier, die wir am Freitag gemacht haben, diese hier, nicht diese hier ist, ja, sondern im besten Fall diese hier. Würde noch immer bedeuten, wir kriegen eine kleine Gap oder zumindest einen sehr guten Run. Ja? Aber in dem Fall müssen wir das hier nächste Woche noch machen. Ja? Ganz einfach. Ja? Würde zum Beispiel auch GameStop die Zeit geben, was zu tun. Ganz ehrlich. Es würde GameStop die Zeit geben, seinen A-Move zu machen. Ja? Oder noch im allerblödesten Fall, wir haben B noch nicht gemacht. Ja? In dem Fall, ja, wären wir jetzt gerade hier. Ganz ehrlich. Ja? Das hier wäre das und B wartet hier oben. Ja? Weil, würde auch Sinn ergeben. Ja? Wenn wir allerdings am Montag gappen, ist das eindeutig, klarerweise. Wenn wir am Montag nicht gappen, ist es eigentlich auch klar, dass das hier einfach nur Wunschdenken war. Ja? Weil nach dieser Variante würde ein Gap kommen. Deswegen werdet ihr von mir auch nie im Leben hören. Ich sehe keine einzige andere Möglichkeit mehr. Es gibt absolut keine Landmarks mehr. Weil meiner Meinung nach entweder man ist dumm oder man ist so in einer Tunnelversion drin, man findet immer eine Alternative. Immer. Für die Alternative, also entweder nächste Woche. Okay? Ich meine, ganz ehrlich, nachdem ich das selber gesehen habe und ausgearbeitet habe, ganz ehrlich, kribbelt es ein bisschen. Weil ich kann sehen. Ja? Wenn nicht, wie gezeigt, müssen wir noch ein bisschen was Längeres machen. Ja? Wie ich schon generell gesagt habe, ich gehe sehr ungern in den Juli. Ja? Ich meine, die Zeit ist so komplett schon im Arsch. Ja? Bis jetzt sind wir immer Jänner oder im Mai gelaufen. Wir sind jetzt schon Mitte Juni. Die nächste Hürde ist halt leider Juli, war immer der Ort für ein niedrigeres Tief, also ein Lower High. Und ein Lower High ist bearish. Ja? Aber ja, trotzdem gehe ich sehr ungern in den Juli. Aber zur Alternative. Wir haben jetzt darüber geredet, dass unser Level 566 ist. Hier ist 566. Mit diesen Schulden, die umgewandelt werden können in Warrants. So, selbst für die bärische Variante, ja, unsere bärische Variante komplett generell ist ja, dass wir an dieser Trendlinie hier rejecten.
Welche Trendlinie meine ich? Ich meine diese Trendlinie. Ja? Über diese müssen wir drüber. Und im besten Fall müssen wir drüber gappen. Mein Ziel war ja immer irgendwas zwischen 6 und 8 Dollar für die bärische Variante. Diese 5,66 liegen da verknappt nah dran. Ja? Deswegen, ich glaube wirklich, es gibt hier zwei Möglichkeiten. Wir werden noch immer raufgehen. Ja? Auch für die bärische Variante. Ich glaube, wenn wir jetzt nicht plötzlich diese oder nächste Woche gappen, ja, mit dieser absolut bullischen Super-Duper-Variante, es wird sich bei 5,66, glaube ich, entscheiden. Ja, natürlich können wir auch ein bisschen drüber gehen, wie gesagt, 6 bis 8, 9 Dollar. Aber es wird sich bei diesem Level entscheiden. Und die News für beide Richtungen sind, wie gesagt, geschrieben. Entweder wir gappen jetzt nächste Woche klarerweise schon, oder wir müssen noch weiter auflaufen. Entweder wir kriegen hier die News Squeeze, weil die Schulden von AMC sind extrem runtergegangen, sie sind plötzlich profitabel und ole. Oder das ist die News für die Rejection, weil sie diluted haben. Ja, man kann das in beide Richtungen schreiben. Ja. Aber zumindest haben wir jetzt ein Level und einen Grund. Ja. Ich muss aber ehrlich dazu sagen, AMC schaut noch immer fantastisch aus. COS schaut noch immer fantastisch aus. Nur GameStop schaut scheiße aus. Mal schauen, was wir nächste Woche für GameStop sind. Vielleicht ist es auch wirklich mittlerweile wurscht. Ja, vielleicht hat sich die Synchronisation neben den beiden aufgehört. Oder, ja, was halt auch eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, vielleicht track ich GameStop einfach falsch. Ja. Ich mag das Fractal von GameStop nicht. Vielleicht mache ich einen Fehler. Ja, ihr müsst immer bedenken, ja, ich zeige hier meine Ideen. Ich kann mich irren. Ja. Und in dem Fall würde ich sagen, weil AMC so extrem verdammt bullish ausschaut und weil COS so extrem verdammt bullish ausschaut, vielleicht irre ich mich einfach bei GameStop. Kann sein. Kann wirklich sein. Okay. Gut. Schauen wir, was wir am Montag bekommen. Gut, dann springen wir ganz kurz in Beyond rein. Auch hier fürs ganz große Update verlinke ich euch wieder das große Video, Roadmap-Video ans Ende. Heute schauen wir uns an, was wir am Donnerstag gemacht haben. Also zoomen wir mal an. Ja, und also ich muss ehrlich sagen, wir haben am Donnerstag eigentlich null Antwort bekommen. Ja? Null. Ja? Weil wir hatten hier natürlich die bärische Variante, wo wir hier runterknallen, unter diese Linie brechen und es ist aus vorbei, 57 Cent brechen und meiner Meinung nach, es passiert dasselbe wie GNS, es stirbt. Ja? Aber für unsere zwei bullischen Varianten, es hat sich nichts geändert. Warum? Das hier wäre unser kleinstes, letztes Higher Low, bevor wir raufgehen. Ja? Und wir hatten zwei Varianten. Ja? Entweder das hier war unser T und wir müssen noch immer hier runter zu 67 Cent. Bounce und ab geht's. Jetzt haben wir das nicht gemacht am Donnerstag. Ja? Nur mein Problem hier, und das sage ich ganz offen, ja, löschen wir das mal schnell, ist diese Kerze hier, die ist bescheuert. M und T, weil das müsste jetzt unser T sein, die sitzen normalerweise nicht so nahe beieinander. Ja. Also ganz ehrlich, ich könnte mich irren, ja, aber für mich wäre das hier einfach nur ein Abwärtstrend. Ja. Und das Ding ist fertig und am Montag geht es nach oben. Ja. Ob wir dann schnell nach oben gehen oder langsam, ja, reden wir ja im Roadmap-Video. Aber für mich, diese Kerze hier war zu hoch. Zu hoch, um hier runterzufallen. Für meinen persönlichen Geschmack. Ja. Technisch gesehen ist das noch immer möglich, dass das hier unser T ist. Okay. Ja. Aber ich sehe das eigentlich fast nie. Also für mein Fazit, ich
sehe eigentlich wir sind fertig und ab Montag geht es nach oben. Wenn nicht, ja, also wenn wir jetzt doch dann hier runterfallen, ja, dann war das ein deppertes T. Ja, ich meine, wir sind hier im Microtracking drin. Dann ist unser Ziel noch immer irgendwas unter 67 Cent, aber über 66 Cent. Wir müssen hier drin bleiben. Ja. Wenn wir das hier brechen, dann suchen wir noch unser Low. Das wäre bearish, noch nicht tödlich, aber bearish. Ja. Und unsere Levels sind noch immer dieselben. Es hat sich, ehrlich gesagt, ich habe ja auch im letzten Video am Donnerstag gesagt, es wird sich am Donnerstag nicht viel ändern. Weil der Donnerstag wie ein Freitag gehandelt wurde, weil letzter Tag hat sich nicht viel geändert. Ja. Aber an den Levels, es bleibt noch immer dasselbe. Ich möchte etwas über 73, 74 Cent sehen, das wäre schon bullish. Alles über 84 Cent und ich rede mit euch nicht mehr über die bearische Alternative, weil das ist zu hoch und wir marschieren. Ja. Und natürlich, es bleibt noch immer dasselbe bis jetzt. Unser Hauptziel für die bullische Variante, kein finanzieller Advice, ist noch immer Juli, August für unser Makro A. Und unser Makro A ist zwischen 15 und 44 Dollar. Hat sich nichts geändert. Aber wir müssen hier raus. Ja. Und natürlich, ja, fürs Fazit noch immer, weil wir hier die 786 gebrochen haben, bin ich noch immer bearish. Ich werde bullish, wenn wir über 84 Cent gehen. Okay. Kleines Update zur FFI. Hier auch fürs ganz große Update verlinke ich euch wieder das Roadmap-Video ans Ende. Heute schauen wir uns nur an, was wir gemacht haben am Donnerstag. Und manchmal denke ich mir echt, manche Fractals wollen mich relativ verarschen. Aber auch hier, uns fehlen 2 Cent. Ich meine, okay. Einfach nur zur Erklärung. Ja, das hier ist unser letztes Higher Low, bevor wir in den Squeeze gehen. Ja. Wen es interessiert, FFI ist 2021 mit AMC und GME gelaufen. Hier, Jänner 2001, Jänner 5 bis Jänner 29. Ist mit den beiden gesqueezed. Könnte Zufall sein. Vielleicht machen wir es noch einmal. Was wir aber brauchen, ist, dass dieses große letzte Higher Low fertig ist. Und es ist nicht fertig. Warum ist es nicht fertig? Weil unser V&A, das wie ein Higher Low immer endet, ist genau hier bei 27,46 Cent. Und wir waren schon bei 28,41. Ganz ehrlich, uns fehlt 1,5 Cent fehlen uns. Ja? Oder wer es in Prozenten will, 6%. Ja? Das können wir im Pre-Market machen. Aber verdammt nochmal, mach's fertig. Ja? Wir müssen hier drunter. Ja, und das war eigentlich schon das Update für FFI. Ja? Wie gesagt, sollten wir aus was für einem Grund auch immer, zum Beispiel wenn AMC springt nächste Woche, das hier machen, ja, und wir das nicht beendet haben, warum auch immer, levelsweise, alles für über 45 Cent ist bullish. Ende der Geschichte. Alles unter 20 Cent und es ist genauso tot wie GNS und es ist genauso tot wie FLNA, sage ich nur. Für mich gibt es da keine Diskussion, ich werde es dann noch immer tracken, aber wie gesagt, alles unter 20 Cent und es ist tot. Gut, dann schauen wir uns noch mein Silver-Tracking an, weil ich das gefragt worden bin. Ich habe das ja, glaube ich, vor Monaten schon gezeigt. Was einem klar sein sollte. Erstens, das ist der wöchentliche Chart, weil es eben uralt ist, klarerweise. Der Chart geht von 1970 bis heute. Ja. Silber wird nicht sterben. Ja. Wenn Silber bullish ist, ist Gold natürlich bullish. Wenn Silber bearish ist natürlich Gold auch bearish. Ja. Wenn man sich das Ganze jetzt hier anschaut, dann ist das eigentlich im Großen und Ganzen ein großes A, Makro A, und wir sind noch immer auf dem Weg zum Makro B.
Was klar ist, also das Makro B würde dann von hier starten. Ja, das Ganze wäre Makro B, das Ganze hier ist Makro A. Ja. Was klar ist, weil Silber wird, solange die Börse existiert, wird natürlich auch Silber bestehen. Ähm, wir sind nicht einmal fertig mit klein b, ja, weil, wie gesagt, jeder Buchstabe hat natürlich auch seinen Unterbuchstaben. Ja. Wir hatten hier ein V, kleines a, kleines b, und wenn wir dann hier, wo auch immer, dieses Makro-Base, das ist halt unser kleines c. Ja. A, B, C, großes B. Ähm, womit ich diesen Pullback hier und diesen Squeeze hier vergleiche, ist genau dieser Punkt hier. Und zwar März 1973. Ich bin der Meinung, wir machen gerade diesen Pullback. Deswegen, ihr könnt es euch vorstellen, dass Silber noch lange nicht fertig ist. Allerdings, wie gesagt, wir sind hier am wöchentlichen Chart. Ja? Ihr, außer wenn wir so kleine Squeezes hier bekommen, dürft ihr nicht davon ausgehen, dass das schnell ist. Ja? Nur als Warnung. Und wenn wir jetzt noch diesen kleinen Pullback hier microtracken, ja, ist es perfekt. Ich glaube, ich habe das vor Monaten schon gezeigt und es ist noch immer perfekt. Ja. Erstens, das sind die Silver Futures. Nur wenn ihr dasselbe auch machen wollt. Ja. SL1 Rufzeichen. Ja. Wir hatten hier unseren eindeutigen Peak von diesem Squeeze. Das hier ist unser Lower High. Runter, rauf, tieferes Low, sind rauf zu unserem M gelaufen, zu unserem M von diesem B-Pullback. Wir sind mit diesem M aber noch nicht fertig, weil seht ihr, wir sind hier noch nicht tiefer. Ja? Das hier wird wahrscheinlich klein t von diesem kleinen M sein. Ja? Von was ich ausgehe. Und ich kann falsch liegen. Ja? Dieses Tracking funktioniert jetzt derzeit halt nur seit 2. Februar. Ja? Aber trotzdem kann ich falsch liegen. Ja? Aber ich gehe davon aus, dass Silber jetzt noch ein bisschen runterfallen wird. Irgendwo in diesem Bereich zwischen 61.000 und 56.000. Wir werden hier irgendwo einen Bounce bekommen. Ja? Wir werden wieder rauf zur Trendlinie gehen. Ja, zu dieser Trendlinie. Das wird dann unser dritter Touchpoint werden. Und das ist dann das T von diesem Pullback. Und danach, okay, kommen wir gleich dazu. Und danach fallen wir zur 0.5. Und zwar die 0.5 von diesem Level hier, ja, vom August 2022. Also rund um 46.000. Und das hier wird erst der Bounce, um dann wieder raufzugehen, um das Allzeithoch wieder zu brechen. Ja. Das wird Zeit dauern. Ja. Eine Möglichkeit gäbe es noch. Wir machen das T in einem Rutsch runter. Aber dafür weiß ich nicht, was passieren muss. Kann auch sein, ja, dass wir hier nicht mehr dann raufkommen. Ja. Weiß ich nicht. Was für eine Katastrophe. Also davon könnte man vielleicht mit einem Market Crash ausgehen oder einem Mineral Crash, keine Ahnung. Ja. Ist natürlich auch möglich. Aber was auch immer wir in diesen zwei Varianten machen, mein Ziel ist noch immer 47.000, 46.000 für Silber. Und klarerweise wird Gold dasselbe machen. Es wird auch runtergehen. Und danach geht es wieder nach oben. Ja. Aber wie gesagt, das ist nichts Langsames. Ja. Und Silber wird auch nicht sterben. Ja. Bleibt immer dasselbe. Gut, weil uns ja letzte Woche 2 Aktien, nämlich GNS und FLNA, weggestorben sind, habe ich mal auf meine große, ewig lange Warteliste mal geschaut und habe mal wieder aussortiert und geschaut, ob irgendeins von diesen Aktien langsam bereit ist. Und ich habe, wie viel habe ich gefunden? Ja, 3 Stück mir rausgesucht. Gut, also das nächste ist Aterian Inc. Ja. Ist scheißegal, was diese Firma macht. Ja. Und es schaut nicht schlecht aus. Ja. Im Großen und Ganzen, einfach nur um mal zu schauen, sie haben einen 8,2 Millionen Float. Der ist extrem klein. Ja, sage ich dazu. Könnte allerdings somit auch was sein.
Sie haben keine Optionen. Und wie ihr wisst, meine Meinung über Aktien ohne eine Option Chain ist klar und eindeutig. Aktien ohne Option Chain machen meistens die größten und verrücktesten Moves. Ja. Könnt ihr euch im Markt umschauen? Das sind Moves bis 16, 20, 50.000% drin. Ja. Man kann sich jetzt einen Teil denken, warum. Ja. Sie hatten einen Split, und zwar hier 2024, 1:12. Ist nicht so schlimm. Ein Split ist nicht so schlimm, vor allem ein kleiner. Fürs Fractal Tracking haben wir hier unser Allzeithoch klarerweise. Das hier könnte unser B gewesen sein. Ja? Wissen wir nicht ganz genau, aber im Großen und Ganzen könnte unser B sein. Somit würde ich davon ausgehen, es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir Pullbacks machen. Ja? Weil den Pullback haben wir auf jeden Fall gemacht. Ja? Dann hatten wir unser Low High, unser Midpoint, unserem Last Time to Sell, runter zu unserem V. Wenn wir jetzt uns dieses V hier anschauen, hier unten, dann haben wir hier unser Allzeitlow, zwei kleine Micro-Higher-Lows und sind ausgebrochen. Ja? Das hier ist nur unser kleines A. Ja? Weil ihr müsst euch das wie immer so vorstellen, das hier ist unser Makro-T, was halt gleichzeitig ein kleines C ist. Irgendwo hier drin ist unser Lower High, das hier ist unser kleines M und das hier ist unser kleines T. Wir sind über T gelaufen, perfekt für A. Wir haben einen Breakout Retest gemacht und nicht nur das, wir haben auch wunderschön zwischen der 0.5 und der 0.618 gebounced. Haben dann hier ein kleines Higher Low hingelegt und sind im Ausbruch. Ja, anders kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Ob das jetzt extrem schnell geht oder nicht, werden wir sehen. Nächstes Ziel wäre etwas über M, bedeutet über 3,44 $. Wenn wir das machen, ja, das Micro-Tracking, das bedeutet kleines b und dann geht schon rauf zu unserem Makro-A. Ja. Und unser Makro-A, wie immer, genauso wie hier, ihr könnt euch das perfekt vorstellen. Hier, wenn wir das wieder wiederholen, Fractals wiederholen sich wieder. Ihr könnt jetzt von so einer Kerze ausgehen. Weil ganz ehrlich, wir haben hier kein A, B, C gemacht. Ja, also C schon, ja, aber das B und das A liegt hier drin. Ja. Einfache Kerze hinauf. Ja. In dem Fall unser nächstes Ziel. Ich kann euch nur leider nicht sagen, wann. Sage ich auch gleich. Weil das ist so lange, ich kann das in dem Fall nicht gescheit berechnen. Allerdings muss man dazu sagen, es sind nur Aktien. Ja, es gibt keine Optionen, wir haben keinen Stress. Aber unser nächstes Ziel für den nächsten Landmark ist irgendwas über 6, wenn wir das Bullish tracken. Irgendwas über 6. Ja. Wenn wir das gleiche machen wie hier, ich würde ausgehen von irgendwas 10,44. Dann, weil es ein Macro-Landmark ist, vielleicht einen Pullback. Ja. In dem Fall hätten wir auch schon das Preisziel davon. Wo auch immer wir hier sind, müssen wir wieder runter zu 0.6, 0.5 VIP, bouncen und unser B muss dann schon über $86 sein. Überm M. In dem Fall machen wir meiner Meinung nach fast 100%ig einen Pullback, weil das wäre das hier. Und dann ist eigentlich nur noch die Frage, gehen wir zur Allzeit hoch oder nicht. Ne? Weil wir ja immer eine Alternative haben wollen. Also für Levels ist es, glaube ich, ziemlich eindeutig, alles über $1,85 ist eigentlich ziemlich bullish. Alles unter $1,01 wird schon bearischer und alles unter 88 Cent und irgendwas stimmt nicht und das Ding geht runter. Ja? Aber derzeit schaut es fantastisch aus. Ja? Gut, nächstes ist T-Dog. Ist eine Health Company mit Telefonen oder was auch immer. Ja? Hat ungefähr 180 Millionen Float, somit zumindest einmal einen stabilen Stock Float. Ja? Also der
nicht so deppert drauf und runter springen müsste wie bei kleinen Floats. Auch diese Aktie hat keine Optionen, ja, was auch gut ist. Allerdings würde ich bei T-Dog dazu sagen, wir haben eigentlich schon unser Makro B und unser Makro A gesehen. Ja. Ich muss dazu sagen, kommen wir gleich dazu, es schaut gut aus für Raufgehen. Ich würde allerdings nicht für so was extrem Schnelles von diesem ausgehen, weil es ist so ein ziemlich steiler Rauftrend. Ja. Allerdings, ihr seht hier, wir haben hier nicht wirklich Squeeze-Candles, sage ich dazu. Allerdings, es hat einen guten niedrigen Preis. Wir sitzen gerade bei $8 und das Tracking schaut nicht schlecht aus. Gut, kommen wir zum Tracking. Wir sehen hier eindeutig unser V mit einem wunderschönen kleinen High Low, sind draufgelaufen zu unserem Makro A. Wir haben hier keinen Pullback gemacht, also das ist kein Pullback. Das ist kein 0,5, kein 0,618. Ja. Also wenn wir das gleiche hier wieder machen, ja, dann sind wir raufgelaufen zu B. Makro B. Der Makro B hatte einen guten Pullback. Ja. Also B, kommen wir dann gleich dazu, wird einen normalen Pullback haben. Allerdings auch wieder die gleiche Formation fast. Ja. Auch dieses komische Sideways gehen danach. Und danach rennen wir zu All-Time High. Gut, dann hatten wir ein wunderschönes Lower High, eine Midpoint und fürs bullische Tracking ist das hier unser T. Last time to sell, bevor wir zu unserem Allzeit Low hier hinunterknallen. Ja. Wir haben uns hier ein Higher Low gespart, ja, sind wir übersprungen. Wir sind allerdings außerhalb unserer Haupttrendlinie gesprungen. Ja. Und auch wenn man das hier perfekt macht, seht ihr, wir sind außerhalb. Ich würde sogar sagen, wenn wir uns das hier anschauen, wir sind über dem Punkt, ja, genau. Dieser Punkt war meine Bullline, ja, oder wäre meine Bullline gewesen. Wir sind hier drüber, das schaut fantastisch aus. Nächstes Ziel zum Brechen wäre $9,88. Wenn wir da drüber gehen, ist es schon extrem bullisch. Und unser nächstes Ziel generell ist unser Makro A. Makro A soll über $15 gehen. Ja. Irgendwas 15 bis 22. Ja. Ob wir jetzt fürs normale Tracking machen wir danach einen 0,5618 Pullback. Oder wir wiederholen wirklich das hier dann. Ja. In dem Fall würde das dann irgendwie so ausschauen, bevor wir dann wieder rauf zu B gehen. Ja. Und unser B liegt dann schon bei $82. Ja, und das wäre dann auch ziemlich steil. Ja, ja, und dann machen wir wirklich, glaube ich, einen 0,5, 0,618 Pullback und dann ist nur noch die Frage, brechen wir Allzeit hoch oder nicht. Ja. Allerdings, noch einmal, ich würde schätzen, um zu B raufzukommen, wie lange hat das hier gedauert? Ja, 1-2 Jahre. Vielleicht mit Volatility sind wir schneller, aber also A vielleicht 2026, B wird sportlich. Ja. Es schaut allerdings schön aus. Wir haben keine Splits und eigentlich schaut das schön aus, weiß ich nicht, kein finanzieller Advice, ein bisschen was reinzustecken in Aktien. Ja, man hat keinen Stress. Und das ist eigentlich ein ziemlich schöner, gesitteter Upturn. Ja. Müsst ihr entscheiden. Gut, und die letzte Ausweichaktie ist ARK. Gut, ist eine Cloud-Based Satellitenfirma, irgend sowas in der Richtung. Hat einen sehr kleinen Float. Ja, 5 Millionen Aktien. Das ist extrem winzig, wenn sie nicht gerade in letzter Zeit irgendwas gemacht haben, aber ja, 5 Millionen Float ist extrem winzig. Hatten einen Split, 1:25, ja. Wird schon ein bisschen kritischer, aber geht noch. Und für ARK haben wir allerdings ein eindeutig bullisches und ein eindeutig bearische Version. Ja. Gut. Ihr seht hier schon die bullische. Wir haben unser Allzeithoch, unser Lower High, unser Midpoint, unser T, fallen runter zu unserem V, ja,
machen hier ein kleines High-Low und gehen rauf. Im Großen und Ganzen schaut dieses Tracking hier fast so aus wie Cloth. Ja, zeige ich euch, oder ich kann es euch jetzt gleich zeigen. Wo ist Cloth? Cloth. Hier. Schaut fast genauso aus. Würdet ihr nicht auch sagen? Ja, also wir haben hier unser T, rein und runter zu unserem V, machen dieses extrem große A. Ja, und der nächste Move hier ist einfach nach oben. Ja. Und ARK macht genau dasselbe. Also es hat fast wirklich, bis auf da vorne ein bisschen, aber sonst ist es fast dasselbe. Ja. Außer, dass wir hier noch nicht diesen Move hatten. Ja. Auch hier, wieder mal, keine Optionen. Es sind nur Aktien. Ja. Was man wieder, wie immer gesagt, kann was Blödes machen. Fürs bullische Tracking, alles über dieser Trendlinie. Alles über 37, 38 Dollar ist bullish. Nächstes Ziel, etwas über M. Das bedeutet 260 bis 400 Dollar. Das Einzige, was bei diesem Preislevel ein bisschen im Weg steht, ist dieser große Split, also mittlere Split. Ja. Aber zumindest etwas über 63, also über A, sollte drin sein. Ja. Es schaut fantastisch aus. Auch dieser Move hier. Perfekt zwischen 0.5 und 0.6 gebounced und ab nach oben. Schaut fantastisch aus. Die Alternative zu diesem Ding, zu dem bullischen Tracking, ist, das hier war einfach nur unser T, ja, weil wir haben hier ein relativ großes M und das wäre unser großes T. Ja. In dem Fall würde ich sagen, wenn wir hier rejecten, jetzt gerade, wenn wir nicht höher als 32 gehen, dann war das hier unser C, unser L, unser M und das wird unser T. Ja. In dem Fall geht es hier runter. Ja. In dem Fall levelswise alles unter 17 wäre schon sehr bearish. Ja. Und das Endresultat, wenn das hier T ist eindeutig. Ja, also neues Allzeitlow. Ja. Dann kommt diese Aktie wieder auf die Warteliste. Ja. Wir suchen dann unser neues V, müssen dann erst Higher Low machen und dann geht es weiter. Ja. Aber wenn es von hier an bergauf geht, dann ist das hier genauso wie bei Klopf, weil wir hatten, wie gesagt, also ich setze das mal nebeneinander. Ja, wir haben bei Klopf das absolut gleiche Tracking. Wirklich. Das fast komplett gleiche Tracking. Wir könnten jetzt hier sogar noch die Trendlinie dazu nehmen. Ja. Also wenn ich das einfach so sehe, ohne Name, könnte ich es eigentlich fast nicht auseinanderhalten. Ja. Außer dass hier dieses B eindeutig größer war als hier, aber sonst ist es das gleiche Tracking. Ja. Das heißt jetzt nicht, ja, das sage ich auch dazu, nur damit es wirklich keiner missversteht, dass wir hier 100%ig den gleichen Move machen müssen. Heißt es nicht. Ja. Aber ihr seht hier, dass das eindeutig auch die Möglichkeit dazu besteht. Ja. Es ist witzig, dass das fast eindeutig gleich ausschaut. Ja. Aber ja, gut. So viel dazu. Als allerletztes schauen wir uns IWM, SPY und Nasdaq an. Gut, dann fangen wir mit SPY wieder an, auf der 10-minütigen Chart. Wie gesagt, ich habe ja im letzten Video schon gesagt, ich habe mir nicht viel von Donnerstag erwartet. Allerdings, ich meine, wir hätten auch die Chance gehabt, am Donnerstag das hier zu machen. Ja. Wir hatten einen wunderschönen Gap nach oben, ja, und sind noch immer in dieser Range. Noch immer, es gibt hier zwei Versionen, zumindest für SPY und Nasdaq. Die bullische Variante, wir haben die Gap gefüllt. Das ganze Ding hier ist groß A, sind zur Broadening Wedge zurückgekehrt, sind extrem auf der Broadening Wedge gebounced, in der Nähe von der 0.5. Bedeutet für die bullische Variante, scheißegal, was mit Iran und Trump passiert, aufwärts. Über Allzeithoch. Nächste Woche.
Ich habe ja letztes Video schon gesagt, ich gehe von einer extrem grünen Woche aus. In was auch immer für einen Fall, warum? Ich meine, okay, in dem Fall wird es wahrscheinlich Kriegsnews oder was auch immer sein. Ja. Wäre das katastrophal schlecht. Wenn wir nächste Woche den hier machen, ist das katastrophal schlecht. Weil in dem Fall war dieser Peak hier erst unser Mittelpunkt. Ja? Und um das klarzustellen, dieser Mittelpunkt hat hier angefangen. Das ist erst M. Ja? Wenn wir hier rejecten, und ich würde sagen, unser Level ist 740, sollten wir 740 brechen, kein finanzieller Advice, aber also wenn wir das machen, also wenn wir hier schon diese Reaktion sehen, werde ich glaube ich schon Putz kaufen. Wie ich auch immer und ein Kollege von mir immer sagt, wenn wir das machen, Leute, dann könnt ihr jeden Tag Putz kaufen. Weil dann geht's runter. Ich meine, vielleicht so oder vielleicht machen wir das, aber die Richtung ist runter. Weil, ganz ehrlich, es wird dann wahrscheinlich irgendwie so ausschauen, wir werden hier irgendwo einen Bounce bekommen, das wäre dann erst unser T und unser bestes Ziel zum Bouncen wird dann erst 681 sein. Das ist eine gute Market Correction. Und noch einmal, ja, also ich bleibe noch immer dabei, ich gehe von hier von einem Bounce dann aus, falls wir das machen. Wenn wir hier auch noch durch das hier durchfallen und um das ein bisschen rauszuzoomen hier, wenn wir in die letzte Broadening Wedge hier auch noch reinfallen und hier drunter fallen, Alter, dann könnt ihr wirklich jeden Tag Putz kaufen. Ja, wir werden dann hier wahrscheinlich noch hier raufkommen, hier wieder rechecken und dann ist es keine Korrektur mehr, dann ist es ein Crash. Ja? Aber ich könnte falsch liegen, ich gehe nicht davon aus. Ich gehe eher davon aus, dass wir jetzt unsere normale Broadening Wedge schon gebrochen haben und dass es ab jetzt hinaufgeht. Gut, dann schauen wir uns gleich noch Nasdaq an. Ähnliches Bild. Klarerweise, wenn SPY abrutscht, dann wird natürlich auch Nasdaq abrutschen. Wenn SPY nach oben schießt, wird natürlich auch Nasdaq nach oben schießen. Das hier, bullische Variante, eigentlich selbe Geschichte. Das ist schon unser großes A. Wir haben die Gap gefüllt. Sind zwar nicht in die Nähe der 0.5 gekommen, aber die Nasdaq ist meistens volatiler als SPY und sträubt sich gegen eindeutige Pullbacks. Aber auch hier, natürlich dasselbe wie SPY, hatten wir einen Bounce. Auch hier geht es nach oben im bullischen Tracking. Und natürlich, Moment, muss diese Trendlinie somit hier runter. Ja. Ihr wisst ja, Trendlinien kann man immer so zeichnen, wie man gerade mag. Ja, also man könnte es auch so zeichnen, aber weil wir hier gebounced sind. Ja. Und natürlich, für Nasdaq gilt das gleiche Prinzip. Ja. Mein Nasdaq meiner Meinung nach schaut sogar noch ein bisschen bullischer aus, weil wir schon so hoch hier oben sind. Aber trotzdem, wenn wir hier runtergehen und für Nasdaq würde ich sagen, schauen wir mal, ja, alles unter 7,27 und oje, das Ding knallt runter. Und auch da bedeutet das, das hier war wahrscheinlich erst unser M. Und auch für Nasdaq bedeutet das, das M hat hier erst gestartet. Ich meine, für die Nasdaq muss ich ehrlich sagen, das wäre extrem. Aber um eine bearische Alternative zu machen, erst hier bei 686 wäre dieses M hier fertig. Ja. In dem Fall hier runter, wieder ein bisschen rauf, unser T und unser Hauptziel ist 634. Und auch hier, wenn wir hier nicht bouncen, dann haben wir einen Crash. Das ist noch eine Korrektur. Alles hier drunter, Crash. Aber auch hier, wie gesagt, ich gehe hier eigentlich vom Bullischen noch immer aus. Wir haben die Broadening Wedge bis jetzt gebrochen. Wir haben sie perfekt gebounced. Ich gehe von Upside aus. Gut, und dann schauen wir uns noch IWM an. Und für IWM muss ich ehrlich sagen, ich sehe einfach nicht wirklich eine bärische Variante. Ja?
Für IWM haben wir hier eindeutig alles fertig gemacht. Das war hier eindeutig unser V, eindeutig unser High Low. Wir sind aus der Broadening Wedge. Bei IWM kann man nicht wirklich von Broadening Wedge reden, weil macht es nicht wirklich. Sind drunter gebrochen, sind wieder ausgebrochen, sind drauf gebounced und ab geht's. Vor allem für IWMs. Ich wäre schon mehr bearish gewesen, wenn wir hier unter dieser Linie rejected wären. Also wenn wir das hier nicht gemacht hätten. Wenn wir das hier nicht gemacht haben, wäre ich schon ein bisschen mehr bearish. Die Tatsache allerdings, dass wir verflucht nochmal hier drüber sind, würde ich einfach sagen, es geht aufwärts nächste Woche. Ja? Klarerweise für IWM, ich würde sagen, alles unter in der Broadening Wedge again. Ja? Also alles unter 291 ist schlecht. Und für IWM wäre das nächste Ziel dann eigentlich 265. Keine Ahnung, was das für News bedeutet, ja, aber das wäre halt wirklich übel. Ja. Und dazu kommt halt noch mein Es schaut so aus Tracking. Ich meine, ich muss euch das, glaube ich, nicht mehr erklären. Ja. Vielleicht auch für die neuen Leute. Ja. Schauen wir es uns ganz kurz für die neuen Leute an. Im Schnelldurchlauf. Ja. Beide Charts natürlich IWM. Beide Charts sind auf dem 24-stündigen Timeframe. Links ist von September 2018 bis Februar 2021. Rechts ist November 2021 bis heute. Und ihr werdet es jetzt schon sehen. Erstens, es ist einfach nur It Looks Like Tracking, ja, nicht mit meiner Variante. Wie immer gesagt, ja, ab und zu sieht man solche Varianten, weil im Urterminus ist das Fractal einfach, es wiederholt sich. Ja. Es hört sich halt nur bei solchen Sektionen irgendwann auf. Ja. Deswegen sollte man es, wie gesagt, nicht immer als Haupttracking verwenden, weil man wird einfahren. Und meistens, wenn ihr dann von jemandem hört, ja, schaut ihr, das schaut gleich aus, aber das hat nicht ausgespielt, weil sie haben es manipuliert oder verlangsamt oder verlängert oder umgekehrt oder was auch immer. Nee, oder Manipulation. Nee, ist einfach nur Schwachsinn. Es hört sich einfach irgendwann auf. Ja, weil wenn es so immer 1:1 wäre, hätten wir wahrscheinlich keine Börse. Klarerweise, weil ja, dann würde es jedes Kind irgendwann sehen und dann hätten wir keine Börse mehr. Gut, das ist leicht verständlich, würde ich sagen. Ja, wir haben das gleiche U mit dem Runterfall, das gleiche U mit dem Runterfall und den gleichen 1:1 Uptrend. Ja. Der einzige Unterschied hier ist, dass wir hier natürlich schon über Allzeitlow drüber sind und hier noch nicht über Allzeit-High und hier nicht über Allzeithoch schon drüber waren. Ja. Einzige Erklärung für das ist, dass dieser Drop hier ein Higher Low war und dieser Drop hier ein Lower Low war. Weshalb das hier etwas weiter unten ist und das hier etwas weiter oben. Ja. Und was wir uns jetzt anschauen, bis jetzt hat das super funktioniert. Jetzt wird es langsam ein bisschen kritisch, ja, aber vielleicht einfach nur, weil ich ein bisschen zu ungeduldig bin. Aber wir schauen uns jetzt diese Sektion mit dieser Sektion an. Also zoomen wir rein. Gut, und jetzt schauen wir uns hier auf der linken Seite den einstündigen Chart an. Und zwar von Oktober den 20. bis November den 6. 2020. Und auf der rechten Seite auf den 10-minütigen vom Mai 2026 bis heute. Und auch hier sollte es ziemlich eindeutig sein, was ich meine. Einziger wirklicher Unterschied bis jetzt ist hier, dass das hier keine Gap war. Das war der Trump-Tweet, es ist Frieden, wo wir keine Gap hatten, aber extreme Volatility. Und hier war es aber einfach nur eine Gap. Keine Ahnung, was das für eine News war. Interessiert auch keinen. Im vorigen Tracking war es einfach so, dass ich, wie gesagt, ein bisschen zu schnell war und uns schon hier gesehen habe. Ja. Kann jetzt nicht sein, weil wir sind hier runter zu dieser Gap gegangen. Ja. Also wir können nicht hier oben sein, weil das hier hat diese Gap nicht gefüllt. Also die einzige Variante, zu sagen, dass dieses Tracking noch in irgendeiner Weise stimmt,
ist, dass wir das hier noch nicht gemacht haben. Ja? In dem Fall sind wir hier drüber gegangen, runtergefallen zur Gap. Ja? Wie ihr seht, haben wir hier im November 2020 die Gap nicht ganz gefüllt. Auch hier gab es zwar keine Gap, aber wir sind ziemlich in die Mitte von diesem Volatility-Ding gegangen, genauso wie hier, ja, und hatten dann einen massiven Bounce. Das hier war Mittwoch bis Donnerstag und hatten einen massiven Bounce. Jetzt gibt es hier zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben diesen Pullback hier schon gemacht. Ja, das wäre dieser Pullback hier. Und stehen eigentlich nur noch vor dieser Gap. Ja, oder, wenn wir hier reinzoomen, wir brauchen diesen kleinen Pullback hier noch. In dem Fall will ich davon ausgehen, es wird irgendwas hier. 293, nichts Großes. Ja, und das könnten wir vielleicht im Pre-Market schon machen. Ja. Was das hier allerdings eindeutig falsch macht, ist, wenn wir unter 291 gehen. Und als absolute Bestätigung klarerweise unter 288. Aber dann sind wir so und so schon im bearischen Tracking. Und ich würde sagen, klarerweise alles über 296 und alles über 298. Ja, diese Levels hier. Und wir fliegen. Ja, weil, ganz ehrlich, wenn dieses Tracking hier noch immer irgendwie stimmt, das hier ist eine kleine Gap. Wenn wir hier sind, dann könnte das diese Woche sein und das nächste Woche. Das hier, also das hier nächste Woche, also wann auch immer es hier dieses Wochenende schaut, das hier letzte Juniwoche, sage ich nur dazu. Das hier war eine 8%ige Gap. Und wir sind jetzt größer. Ja, somit, was auch immer, wenn wir das wiederholen, was auch immer für ein Jump das wäre. Schauen wir mal. Ja. Aber auch mit meiner Methode, wenn ich nicht absolut grauenhaft falsch liege, was passieren kann, ich sehe keinen Crash derzeit. Ja. Schauen wir mal. Gut. War etwas länger. Wie immer. Erklärvideo und Tutorial hier. Playlist hier. Das große Update-Video mit allen unseren Tickern dahinter und vor allem mit den großen EMC und GME-Erklärungen. Wenn es euch gefallen hat, gebt es mir ein Like. Wenn ihr mehr sehen wollt, gebt es mir ein Abo. Und Daumen halten für Montag oder den Montag danach. Schauen wir mal. Wir sehen uns.